Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video für den Kanal. Wir sind immer noch in Taiwan unterwegs und heute sind wir auf einer Lebendfutterfarm für Reptilien und auch eine Reptilienfarm. Und ja, wie es hier aussieht, also man hört es schon im Hintergrund wahrscheinlich. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's. Also ich laufe jetzt erstmal wieder meine Runde. Ihr kennt es schon aus den anderen Videos. Andreas kriegt gleich sein Briefing und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Die anderen sind schon drin. Okay, man riecht auf jeden Fall, dass hier Lebendfutter gezüchtet wird. Der eine oder andere, der es aus dem Zooladen kennt, wenn man so eine Heimchenbox öffnet. Ungefähr so riecht es hier drin, aber extrem streng. Hier haben wir Heimchen, ist auch extrem warm. Also hier ist auch ein Heizlüfter. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles haben. Das kriegen wir wahrscheinlich gleich alles gezeigt vom Besitzer. Hier haben wir irgendwelche Käfer. Oder sind das Kakerlaken? Ich sehe es nicht so gut durch diese Maschen da oben. So. Das dürften Kakerlaken sein. Boah, ist echt extrem warm hier drin. So gefühlt 30 Grad. Man hört sie überall zirpen. Das dürften die Käfer von den Mehlwürmern sein. Und das hier wohl von den Zophobas. Hier haben wir auch noch Kakerlaken. Hier haben wir jede Menge Mehlwürmer. So, dann gehen wir mal da hoch. So, hier geht's weiter. Ist auch extrem warm. Hier sind überall diese Plastikboxen mit den Grillen und Heimchen drin. Hier ist auch extrem warm und stickig. Joshua ist auch schon wieder am Shots filmen. Ich bin froh, dass die in den Käfigen sind. Ne? Du bist froh, dass die in den Käfigen sind? Ja, warum? Hast du Angst davor? Ich finde die widerlich. Die kriechen in alle Löcher, das weißt du, gell? Ich finde die so, boah, nee, schauert mir den Rücken runter. Das scheint das Futter zu sein für die. So, ich würde sagen, ja, James macht gerade schon mal die auf. So sehen die Boxen hier aus. Interessant auf jeden Fall. Ja. Und hier sollen auch noch Reptilien gezüchtet werden. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. So, wir gehen jetzt mal runter, wo die Reptilien hier gezüchtet werden. Das ist noch so eine kleine Reptilienzucht. Aufpassen, dass ich nicht hinfall. Mal zu. Hier sitzen übrigens auch schon welche. Ah, hier ist der Zuchtraum. James zeigt mir den gerade. Ah ja, cool. Hier haben wir ein paar Batagamen. Ah, Landschildkröten. Süß, voll klein. Hier haben wir auch nochmal eine Batagame. Uhr. Ah, ein komplett in Rot. Sehr, sehr schönes Tier. Ah, hier haben wir Chamäleon. Ich glaube, doch, man sieht's durch die Maschen. Hier ist auch nochmal ein Chamäleon. Hier liegt sogar ein Ei. Das scheint leer zu sein. Ah, hier haben wir Leopardgeckos. Der schaut mich hier an. Der sieht ja lustig aus. Der schielt irgendwie.
Hier noch alles Leopardgeckos in schönen Farbvarianten. Ah, hier haben wir nochmal Schildkröten. Ich weiß leider nicht, was für welche. Das könnten aber diese Alligator-Schildkröten sein, glaube ich. Sieht jedenfalls so aus. Hier haben wir nochmal einen Pfeilgiftfrosch. Schätze ich mal. Bin ja nicht so der Reptilien-Spezialist. Hier haben wir nochmal irgendeine Echse. Unten auch nochmal. Leider weiß ich den Namen nicht. So, wir gehen weiter. Ah, hier ist ein bisschen kühler. Ah, hier haben wir auch Chamäleons. Hier ist auch nochmal eins, ziemlich großes. Hier auch. Also ich weiß, dass die einzeln gehalten werden müssen, bis sie verpaart werden, um dann Eier zu legen, weil die sich sonst gegenseitig, glaube ich, lynchen. Hier unten ist nichts drin. Aber hier sind Salamander drin. Die sehen aus wie Feuersalamander. Das sind aber, glaube ich, keine wirklichen richtigen Feuersalamander. Ah, das ist. Ich krieg's hier nicht fokussiert. Ah, doch jetzt. Die werden hier wohl auch gezüchtet. Sehen auch ganz schön aus. Ja, cool, jetzt haben wir den ersten Eindruck bekommen. Ich würde sagen, wir warten jetzt auf Andreas, bis er sein Briefing bekommen hat. Und in der Zeit kommen wir jetzt mal kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Hey Freunde, gerade jetzt, wo ich in Taiwan unterwegs war, habe ich wieder gemerkt, ich bin sehr, sehr viel in öffentlichen WLAN-Netzwerken unterwegs, sei es im Hotel oder am Flughafen oder einfach so, wenn ich unterwegs bin, mit dem Handy oder mit dem MacBook. Ja, und ihr kennt es auch, bei öffentlichen WLAN-Netzwerken ist die Gefahr sehr groß, dass deine Daten geklaut werden. Durch NordVPN bist du dadurch geschützt, weil NordVPN das verhindert, indem es deine Daten verschlüsselt und durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Das heißt, Dritte haben keinen Zugriff auf deine Daten. Finde ich eine sehr geile Sache, macht weniger Kopfschmerzen, gerade wenn man unterwegs ist, braucht man am wenigsten, dass einem irgendwelche Daten geklaut werden, wenn man nicht zu Hause ist. Ja, deswegen benutze ich in fremden WLANs jetzt nur noch NordVPN, um einfach sicher zu sein und um entspannter arbeiten zu können und weil mir meine Daten wichtig sind. Mit meinem Link nordvpn/Sascha Heuer erhältst du nicht nur das beste Angebot, sondern auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Deswegen check unbedingt mal den ersten Link in der Beschreibung oder merk dir einfach den Link hier. Außerdem hat NordVPN noch eine neue Funktion, und zwar den Bedrohungsschutz. Wenn du dir zum Beispiel jetzt irgendwas runterlädst, kannst du bei NordVPN den Bedrohungsschutz aktivieren und der checkt dann für dich, ob da irgendwie Malware oder sonst irgendwas Schädliches am Start ist und warnt dich davor. Ist für mich auch eine super Sache, weil gerade wenn ich im Ausland unterwegs bin und jetzt zum Beispiel irgendein Plugin für Final Cut brauche zum Videoschneiden oder sowas, mir irgendwas runterladen will, lass ich das davor prüfen und ja, bin auf der sicheren Seite. Hab auch wieder weniger Kopfschmerzen. NordVPN hat noch viel mehr Vorteile, die kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen, das wird den Rahmen sprengen, aber schau doch mal unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise check mal meinen Link, da erfährst du alles, was NordVPN noch so kann und was du für Vorteile davon hast. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Andreas hat jetzt gerade sein Briefing bekommen, wie immer. Und ja, ich habe es eben gerade schon im Vorspann gesagt, also man riecht hier richtig intensiv. Ja. Wenn ihr das kennt, wenn ihr eine Heimchendose aufmacht und daran riecht, müsst ihr euch vorstellen, so, aber noch mal 100. 10-mal ja, oder 100 Mal extremer. Keine Ahnung, ja, erzähl doch mal, was hast du denn jetzt gerade für Hintergrundinformationen bekommen? Ja, also wir haben tatsächlich eine Schabe gehabt, von der ich jetzt nicht den richtigen Namen weiß, aber da hat tatsächlich das Behältnis gut gerochen. Also die haben irgendwie gut riechenden Urin oder Kot, keine Ahnung. Aber gut, okay. This is the Madagascar. Ah, Madagaskar-Schabe? Yeah. Ah, okay. Yeah. It has a very special smell. It smells very good. Okay. Yeah. Yeah. They make some noise. Yeah. 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 And this is his baby. Ah, das ist ein Baby davon. Ja. Okay. There's another baby. Also bottled. Okay, thank you. Okay. Wir haben hier ca. 300 Behälter, in denen Futtertiere gezüchtet werden. Und die Bilder macht der Sascha euch von den einzelnen Versionen sozusagen. Das meiste geschieht über die Verpackung von Hühnereiern, also sprich diese Pappkartons, in denen man normalerweise Hühnereier transportiert. Genau, Sascha, hier, guck mal, Sascha. Hier. Die sind komplett voll gewesen. Okay. So sieht das in etwa aus. Das ist sozusagen das Substrat, an dem die Tiere sich festhalten. Obendrauf sind dann so Plastikdeckel. Auf den Plastikdeckeln ist dann das Futter zum Beispiel drauf. Und dann können die Tiere sich da das Futter holen und können wieder in ihre Lebensräume sozusagen zurückgehen. Das
hygienisch. Du kannst halt alles rausnehmen, den Behälter wechseln. Draußen stehen nochmal hunderte Behälter zum Reinigen oder zum Saubermachen und austrocknen lassen, keine Ahnung. Wie man es genau sagen soll, drehe ich mal um, Joshua, da sieht man dann bald wieder die dann als nächstes verwendet werden. Die Behälter werden immer wieder gewechselt, bevor neue Tiere reinkommen, austrocknen gelassen. Was noch ganz witzig ist, sowohl die Reptilienräume als auch die Futtertierräume sind die einzigen Räume in Taiwan bisher, die noch zusätzlich geheizt sind. Also hier drinnen haben wir noch mal... Ich denke mal, das ist 33, 34 Grad oder sowas. Also es ist wahnsinnig warm, aber es ist relativ trocken, obwohl angeblich die Luftfeuchtigkeit 70% sein soll. Ich finde, es fühlt sich trockener an wie draußen. Ja. Draußen fühlt sich irgendwie gefühlt feuchter an. Okay, heute regnet es auch, vielleicht liegt es auch. Und heute regnet es auch ein bisschen, ja. Ja, gut, also es werden gezüchtet Kakerlaken, Heimchen, Mehlwürmer, Zophobas, Grillen. Das sind so diese typischen Arten, die ihr auch alle kennt. Die werden hier praktisch nachgezüchtet und die werden ausschließlich momentan noch für den taiwanesischen Markt gezüchtet. Auch hier gibt es viele Liebhaber, die Reptilien pflegen und die entsprechend Futter brauchen. Übrigens, wir haben das Video mit den Pac-Man-Fröschen gemacht. Der Besitzer von der Pac-Man-Farm und der Besitzer hier von der Zucht, der James, die beiden kennen sich gut und die Pac-Man-Farm verfüttert auch die Futtertiere von hier. Nur mal so zur Info. Ja, das Ganze die Ware wird hier verkauft an die Geschäfte in Taiwan, an Zoos und er hat auch einen eigenen Online-Shop. Das ganze Futter wird overnight versendet, also heute gepackt, morgen beim Kunden. Er gibt da 100% Lebendankunftsgarantie und hat interessante Verpackungen, kann der Sascha euch ja gleich nochmal abfilmen, in denen das versendet wird. So, das sind Siebe wie bei den Fischen, wie ihr schon gesehen habt, wo die nach Größe sortiert werden, wo die einfach durchfallen. Dann hat man hier zum Beispiel ganz kleine Heimchen, da dann die mittelgroßen und da dann die großen, schätze ich mal. Also so wird das wahrscheinlich funktionieren. Ja, denke ich auch. Fischen, ja. Genau. Dann hier haben wir noch die Verpackung, von der wir eben gesprochen haben. Das sind praktisch so Pappkartons, die werden dann zusammengebaut und dann hast du hier so Lüftungsgitter, durch die dann die Luft durchkommt. Und eine Isolierverpackung ist natürlich hier in Taiwan nicht nötig, weil... ist aber bei uns auch so. Ich habe die auch schon mal gesehen in den Boxen von einer Farm in Deutschland. Da werden die auch so verschickt, also auch ohne Isolierboxen. Also die sind praktisch resistent gegenüber Temperaturveränderungen. Wenn die Insekten zu kühl sind, dann fallen die in so eine Art Starre einfach so. Also da passiert nichts. Außer wenn sie einfrieren, dann gehen sie um. Okay. Ah ja, gut. Gut zu wissen. Vielleicht nochmal so für euch, er hat ja verschiedene Vertriebswege, er beliefert ja auch Geschäfte und Zoos und das ist praktisch die Verpackung, in der hier die Futtertiere eingepackt werden. Ein bisschen anders wie bei uns, wir haben ja diese kleinen rechteckigen, Boxen, genau. Ja, die großen, ich vermute, ich müsste ihn mal fragen, ob da nochmal so ein Netz oben drauf kommt, aber ich gehe davon aus. Ich gehe stark davon aus, weil sonst sind sie ja fort. Ja. Aber seht ihr hier, also die haben schon eine ordentliche Produktion, das ist alles vorbereitet, ich vermute mal, das packen die heute oder morgen noch voll und ja, also alles sehr durchdacht gemacht, die ganze Geschichte. Dann haben wir so gefragt, was ist der Plan für die Zukunft? Man möchte weiter ausbauen, und zwar hauptsächlich die Futtertierproduktion. Man möchte auch in den Export gehen mit den Futtertieren und es ist geplant, dass man die Futtertiere zu Insektenmehl verarbeitet. Wahrscheinlich ist es nicht richtig mitbekommen, aber wahrscheinlich für die Essensindustrie, genau. Auch für die menschliche Essensindustrie. Ja, genau. Also, weil es ja momentan auch in Deutschland verwendet wird. Unser täglich Heimchenbrot gibt uns heute. Genau. Ja, gut, die Firma ist erst 2 Jahre alt, also noch sehr neu. Er hat es erst als Hobby gemacht, dann so ein bisschen nebenher. Jetzt hat er mittlerweile 3 Mitarbeiter. Und die Produktion ist aktuell bei 10 Kilo die Woche. Ich kann jetzt schlecht einschätzen, ob das viel oder wenig ist. Wenn ich mir überlege, so ein Heimchen wiegt nichts. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es eher viel ist. So eine Heimchenbox, das wiegt eine Heimchenbox, eine volle, vielleicht 150 Gramm. Mit Plastikverpackung, ja. Gefüttert wird Hühnerfutter und andere Zutaten, die er uns nicht verraten möchte, weil es sein Betriebsgeheimnis ist. Wir haben ihn gefragt, wie so sein täglicher Ablauf ist. Er startet morgens damit, dass er die ganzen Behälter befeuchtet, sodass diese Luftfeuchtigkeit im Raum auch auf jeden Fall in den Behältern drin ist, die Tiere nicht austrocknen. Und es ist das Füttern der Futtertiere, also mit diesem Hühnerfutter und anderen Sachen, und dann auch das Füttern der Reptilien und das Reinigen der Reptilienbehälter. Das ist so seine täglichen Aufgaben, die er so hier erfüllt. Ja,
ich würde sagen, Sascha, macht euch noch ein paar Detailbilder von den Futtertierbehältern und wir gucken uns mal. Wir gehen mal rüber zu den Reptilien, da erzähle ich euch aber jetzt gerade auch noch mal was davon. Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie die ganzen Sachen hier aufgebaut werden. Wir gehen jetzt gleich mal rüber zu den Reptilien. Da ist es so, wundert euch nicht, dass die in so kleinen Behältnissen sitzen. Der James, der macht das als Hobbyzucht jetzt nur noch. Der hat das schon früher ein bisschen professioneller gemacht und hat das jetzt nur noch als Hobbyzucht. Die Tiere sind halt nur für die Zucht in diesen kleinen Behältnissen. Und das Gebäude, wo die großen Gehege sind, da kommen wir jetzt leider nicht hin, aus zeittechnischen Gründen. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass ihr euch nicht wundert, warum ein Chamäleon zum Beispiel in so einen kleinen Kasten sitzt. Das sind einfach nur Zuchtbehälter. So, gehen wir mal rüber. Hier haben wir gerade ein paar Warane drin. Ich blende euch gerade mal ein, ich hatte den gerade schon auf dem Arm gehabt. Ich will ihn jetzt nicht nochmal rausholen. Ihr kriegt jetzt die Bilder nochmal eingeblendet. Richtig schönes Tier. Ein Albino sogar, der Ein Albino, ja. Ich weiß leider nicht, was das genau für einer ist. Ich blende euch den Namen mal unten ein. Vielleicht weiß das ja der eine oder andere von euch. Gut, dann gehen wir mal rein. Wie gesagt, hier in den Boxen sehen wir, ich weiß die Namen leider nicht alle. Das dürften aber auch Batagamen sein, irgendwelche speziellen. Die sehen ziemlich nice aus. Hier unten haben wir auch nochmal Batagamen in Rot. Voll die schönen Tiere. Und wie gesagt, das sind die Zuchtboxen von denen. Ich denke mal, da wird das Männchen drin sein und hier sitzt wahrscheinlich dann das Weibchen drin und die werden dann wohl zusammengesetzt und ja, bis sie Eier legen und dann kommen sie wieder zurück in ihre großen Terrarien. Also der brütet sozusagen für jemand anderen noch die Reptilien, die dann in so einer, wie nennt man das? Das ist wie so ein Inkubator? Nee, wo die eigentlich herkommen. Also der züchtet für einen befreundeten Betrieb, glaube ich, die Tiere hier. Deswegen sind die hier in den Boxen so einzeln und werden halt nur zur Zucht zusammengesetzt. Hier haben wir, glaube ich, Babysporenschildkröten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Dann haben wir hier in den Schubladen haben wir Leopardgeckos. Hat ja auch sehr, sehr viele verschiedene Farbvarianten. Kann ich euch hier mal zeigen, kann ich mal einblenden. Ist die streifenköpfige Batagame die richtige Batagame oder ist das eine spezielle Art? Da fragst du den richtigen. Okay, also weil das. Okay, alles klar, weil das nur noch mal zur Info, was wir eben hatten, sollen streifenköpfige Batagamen sein. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das die Standardart ist oder ob das was Besonderes ist. Wahrscheinlich was Besonderes. Okay, also dann. Die sehen auch anders aus als andere Batagamen. Okay, also dann ist das nochmal zur Wiederholung, das sind dann streifenköpfige Batagamen, hat er uns gesagt. Wie gesagt, da ich nicht so die Ahnung von den Reptilien habe, kriegt ihr jetzt mal ein paar Schnittbilder eingeblendet und ein bisschen Musik hinterlegt. Ihr könnt ja gerne mal die Zeit kurz stoppen, in die Kommentare schreiben. Lass drin, es ist alles voll mit Moskitos. Sascha ist zerstochen, ich bin zerstochen, du siehst nur noch schwarze Punkte um dich herum. Alles gut. Kommentare schreiben. Okay. Ja. Vielleicht kann man das mal filmen. Ich habe es gerade getötet. Ja. Diese kleinen Punkte hier, das sind die allerschlimmsten. Diese kleinen Punkte hier, das sind die allerschlimmsten. Die machen solche Placken hier. Das sind irgendwelche Sandmücken oder sowas, keine Ahnung. Egal, ja, back to topic. Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Das Schnittbilder einblenden. Achso, genau. Ich blende euch jetzt mal ein paar Schnittbilder ein mit ein bisschen Musik. Ihr könnt gerne den Zeitcode tracken und könnt den Namen der Reptilien in die Kommentare schreiben. Weil wie gesagt, ich bin nicht der Reptilienexperte.
Und wir gehen noch mal kurz dann darüber. Das ist der Kaltraum sozusagen. Genau, Also hier haben wir den Warmraum, hier ist auch wieder extrem geheizt. Das ist richtig Und da haben wir so einen mittelwarmen Raum, einfach mit Außentemperatur, hätte ich jetzt mal gesagt. So, gehen wir hier hin. Ja, und hier sind halt noch Jemen und Panda-Chamäleons, glaube ich. Und hier haben wir, ganz interessant, der züchtet auch Feuersalamander. Du kannst mal ganz kurz hier reinfilmen, Joshua. Und ja, wie gesagt, der züchtet die auch in größerem Stil. Da können wir euch auch gleich mal so ein paar Larven einblenden, also im Jugendstadium. Und finde ich auch sehr interessant. Und ja, hier sind noch mehr drin, guck mal. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem Netz, ob das fokussiert. Das klappt. Ja. Okay. Auch sehr, sehr schöne Tiere. Ja, wie gesagt, er fährt jetzt die Zucht zurück, der macht das nur noch so nebenbei und spezialisiert sich halt auf die Futtertierzucht. Und das sind also die Restbestände bzw. die Auftragsarbeit, was er halt noch hat, was er zum Züchten hat. Gut, dann gehen wir nochmal raus. So Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an James von Reptools für die Führung bzw. für die Mühe und dass wir einen Einblick bekommen haben. Do you want something to say to my community? Hi, my name is James. This is my pet. Very cute. Gut, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. Kommentare schreiben.